Hi, schön, dass du dich für Teil 4 von Marokko Moto interessierst. In Teil 3 waren wir in Marokkos Filmstadt Ouarzazate, besuchten Ait Ben Hattou und durchquerten den Hohen Atlas auf abenteuerlichen und unfertigen Straßen und landeten am größten Wasserfall Marokkos, in Oussoud. Den schauen wir uns heute genauer an. Und dann geht es weiter in Städte mit magischen Namen wie Marrakesch oder Essaouira, aka Astapor. Wir hoffen, dass das große Erdbeben dort keine großen Schäden angerichtet hat. Möge das Abo mit euch sein. Auf geht's! Mächtig gewaltig, dieser höchste und schönste Wasserfall Marokkos. Wie das hier wohl zur Regenzeit aussieht, wenn der Quet Oussoud noch mehr Wasser führt und 110 Meter in die Tiefe donnert, hat jemand Aufnahmen davon? Gerne in die Kommentare schreiben. Von oben haben wir den Schönfall nun schon gesehen. Wir wollen näher ran. Also Abstieg. In den zahlreichen kleinen Restaurants bereitet man sich für den heutigen Besucheransturm vor. Noch sind wir alleine hier. Aber erst einmal diesen Berber-Affenclaim passieren. So posierlich die meisten unserer verwandten Affen auch oft aussehen und sich geben, sie können auch anders. Obwohl wir ihnen nicht zu nahe kommen, wird Alina grundlos von einem Affenhalbstarken angegriffen, und zwar diesem Typ hier. Ich kann ihn von Alinas geliebten Überwurfbiker-Gewand nur durch eine beherzte Gorilla-Simulation vertreiben. Der armen Reisetante bleibt der Schreck und dieser Abdruck. Ja, und dann so tun, als ob nichts passiert ist, ihr Fellatzen. Auf den kleinen Schreck ergötzen wir uns weiter am wunderschönen Wasserfall, genießen ihn ohne die Affenautos. Wir haben wirklich lange überlegt, ob wir nach Marrakesch fahren. Die Zerstörungen durch das große Erdbeben letzte Woche sind schon vorhanden und sicher auch sichtbar, wenn auch nicht so extrem wie im Epizentrum in den Dörfern 70 Kilometer weiter südlich. Das Land lebt überwiegend vom Tourismus und hat gerade erst ein gutes 2022er Jahr nach den unseligen Corona-Jahren hinter sich. Die Menschen, mit denen wir sprachen, haben Angst, dass sich das wegen dem Erdbeben wiederholen kann. Die Touristen ausbleiben. Deswegen sind wir jetzt hier, Geld unter die Leute bringen. Und weil es nun mal die berühmteste Stadt des Landes ist und Alina sie noch nicht besucht hat. Marrakesch hat knapp 1 Million Einwohner und endlos lange Straßen, die in die Medina, die weltbekannte Altstadt, führen. Da wir nicht wissen, wie es um die Bausubstanz diverser Altstadt-Triads nach dem Erdbeben bestellt ist, suchen wir ein für Erdbeben architektonisch besser aufgestelltes Hotel außerhalb der Medina. Alina hat seit 18 Monaten den Motorradführerschein und 14.000 Kilometer runtergerissen. Sie ist eine umsichtige, gute Fahrerin. Aber dieses Fallgrubenparkhaus geht extrem steil runter.
was man in den GoPro-Aufnahmen nicht so sieht. Klar fahre ich ihre tiefer gelegte Chopper GS darunter, bekomme auch sicher einen Schluck Wasser aus ihrer allgegenwärtigen "Ich will nicht verdursten" Flasche. Ja, geht einfach nur eine tiefe Grube. Ja. Und da sind Haie. Ja. Da gehe ich schon mal runter. Wir schaffen es ja, jedes noch so große Hotelzimmer in nur 120 Sekunden mit Klamotten, Ausrüstung und Koffern vollzustellen. Home Sweet Travel Home. Das Hotel ist jetzt nicht der ganz große Wurf, aber es hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine semisaubere Küche und ein Bad, wo wir endlich mal wieder Wäsche waschen können, um sie dann auf dem großen Balkon trocknen zu lassen. Wir bleiben 2 Nächte. Wie ist das, die Alina? Ja, das ist sie wohl. Das ist sie wohl. Und sie schreibt Karten. So richtig handmade. Der Ausblick vom Balkon, das könnte auch Jena sein. Wir besuchen natürlich passend zum Sonnenuntergang den Platz der Plätze in Marrakesch, den Chemin el Fna. Im Arabischen heißt das so viel wie Versammlung der Toten. Dieser Name rührt daher, dass die Sultane zur Zeit der Almohaden den Platz als Hinrichtungsstätte nutzten und aufgespießte Köpfe hier zur Schau stellten. Klar, der Platz kennt auch Turinep, aber gegen Abend kann man sich trotzdem der Faszination dieses Platzes nicht mehr entziehen, wenn die Gaukler, Musikanten, Geschichten- und Märchenerzähler, die vermummten Henna-Künstlerinnen und anderes Volk den Platz dominieren. Dann ist der Platz in erster Linie ein Treffpunkt der Einheimischen. Touristen sind willkommener Nebeneffekt. Echt faszinierend ist die Tradition der Geschichtenerzähler, um die sich große Zuhörerkreise von meist armen und/oder einfachen Einwohnern bilden, die auf das Erzählte mit lauten Staunen und anderen Emotionen interagieren. Das ist eine jahrhundertealte Tradition und sie lebt hier fort, ganz und gar nicht für Touristen. Vorhin, ehe die Sonne unterging, bestiegen wir die beste, dem Monk bekannte Dachterrasse mit Getränkekauffpflicht und genialer Sicht über den riesigen Platz. Je ein Getränk am Eingang kaufen, um den Sonnenuntergang neben dem großen Moscheeturm zu beobachten und Fotos zu machen, ja, warum nicht? Wir suchen uns ein ehrliches Restaurant, erklimmen die Terrasse, hoffen auf keine statischen Probleme. Ganz in der Nähe hier hat die Al-Qaida-Ortsgruppe 2011 das Café Agrana in die Luft gesprengt. Wir lassen den Abend über den Platz flanierend, Ess- und Kaufangebote ignorierend ausklingen. Alina hat einen ersten Eindruck von der Stadt bekommen. Wäre ich allein, hätte ich sie vermutlich umfahren, weil für mich Teilzeit-Misanthropen hier einfach zu viele Menschen, Einheimische und Touristen herumwuseln und ich nicht den ganzen Tag über Kauf- und Schlepperangebote mit freundlicher Miene abwehren mag. Das Frühstück war jetzt nicht so das Yellow from the Egg. Wir fahren mit dem Taxi die 2 Kilometer zur Medina-Mauer unserer Wahl. Einige Museen haben leider aufgrund des Erdbebens geschlossen, wahrscheinlich wegen Beschädigungen wie Rissen im Mauerwerk oder unzuverlässiger Statik. Damit haben wir aber gerechnet. Ich trage heute eines meiner Lieblings-T-Shirts, genau dieses hier. Das Logo sieht wie das von National Geographic aus. Deswegen werde ich oft wohlwollend angesprochen, ob ich beim Verlag bzw. Sender arbeite. Al Jazeera, das arabische CNN, strahlt immer so schöne Tiersendungen von National Geographic aus. Warum macht ihr das jetzt nicht mehr? Werde ich leicht enttäuscht gefragt. Die wenigsten erkennen den Sinn, die Verfremdung des Logos und lachen dann mit mir drüber. Meist sind es Polizisten oder Fremdenführer, für die überwiegende Mehrheit bin ich aber von National Geographic. Ich beschließe für die nächste Reise Alina auch ein solches T-Shirt zu kaufen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Unser Ziel ist eigentlich das Musée de Marrakech, aber der Taxifahrer hätte uns beinahe ins Yves Saint Laurent Museum gefahren.
Das 1997 gegründete Museum ist in einem beeindruckenden ehemaligen alten Palast aus dem 19. Jahrhundert untergebracht. Es gibt neben der Architektur ein paar marokkanische Kunstobjekte und Artefakte zu bestaunen. Good evening. It happened late at night when most people were asleep. There was no warning. Wir erlebten das verheerende Erdbeben vor einigen Tagen 415 Kilometer östlich von hier in der Wüste. Gott sei Dank. Marrakesch hat einiges abbekommen. Wir sehen die Schäden an der Medina-Stadtmauer bei einer Taxifahrt. Einige Viertel sind gesperrt. Am schlimmsten hat es das alte jüdische Viertel getroffen, da dort die Bausubstanz am wenigsten dem Erdbeben trotzen konnte, welches sein Epizentrum 70 Kilometer südlich von Marrakesch hatte. Ich hatte mich ja eigentlich auf das berühmte Marrakesch gefreut, erwischte die Stadt aber auf einem leicht nervigen Fuß. Das fing schon an mit den überzogenen Taxifahrerforderungen unter Nichtbeachtung von Taxametern. Am meisten störte mich jedoch der starke Mopedverkehr in den von uns besuchten Souks und engen Gassen, obwohl entsprechende Schilder genau das verbieten. Taxifahren und durch die Souks schlendern war definitiv angenehmer im schönen Meknes und in Fez. Das Schlepperaufkommen ist in manchen Gegenden extrem. Man muss nicht mal nach dem Weg fragen. Schon stehen bleiben und im Smartphone-Navi nachschauen reicht. Einheimische wollen dir dann den Weg zeigen, laufen mit dir mit und wollen natürlich Bares dafür, obwohl du sie gar nicht gefragt und gebraucht hast. Der Monk hat dafür Verständnis, aber auch nur bis zu einem gewissen Nervgrad. Bis man gen Westen aus Marrakesch raus ist, das zieht sich. Lebhafte Kreisverkehre, bei Rot über die Kreuzungen, schnippende chinesische Zwiebackssägen, Fußgänger auf der Fahrbahn und 2 wild gewordene Mercedes-Blödfrosche. Wir wollen heute nach Essaouira, für den Monk die schönste marokkanische Stadt am Atlantik und eine ehemalige Hippie-Hochburg. Die 230 Kilometer in der Sonne durch eine meist langweilige Landschaft reißen wir einfach runter. Wir checken in einem Hotel unmittelbar vor den Stadttoren der Altstadt ein. Wir haben statt einem Zimmer ein Bungalow gemietet, der gleichzeitig einen sicheren Parkplatz für die Motorräder bietet. Der Tipp kam von Liane und Peter, unserer Genua-Tanger-Fährbekanntschaft, die vor einigen Tagen hier mit ihren Oldtimer-BMWs nächtigten, nachdem sie Gott sei Dank rechtzeitig vor dem Erdbeben Marrakesch verlassen hatten. Das Hotel ist etwas in die Jahre gekommen, aber sehr interessant. Erbaut wurde es 1948 von Antoine Marquisio, Architekt des legendären Mamounia Hotels in Marrakesch, wo ein Zimmer stolze 800 € kosten soll. Ich mag Hotels mit einer bewegten Geschichte, besonders in Afrika. Die dürfen dann auch gern etwas von ihrem ehemaligen Glanz verloren und etwas Patina haben. Und nein, wir bezahlen hier keinen sündhaft hohen Preis, sondern moderate 60 € mit Frühstück. Der Bungalow ist ganz okay, wir können uns ausbreiten. Der defekte Schließmechanismus der Verandatür wird umgehend repariert. Spricht nach 200 Kilometern Anfahrt durch eine staubige Steppenlandschaft eigentlich etwas gegen eine Abkühlung im Pool? Nein, absolut nichts. So, holst du jetzt das ganze Gepäck zum Zinker? Oh mein Gebieter. Nee, es wird allerdings mit den Rollen hier ein bisschen... Ach, das kann ich tragen, denke ich. Der unschlagbare Vorteil des Hotels ist die unmittelbare Nähe zur Medina. Das sind keine 200 Meter zu Fuß. Der kostenlose, sichere Parkplatz kommt noch on top. Genug gebabbelt, Sonnenuntergang genießen, jetzt!
All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel. All you know is all that you've put up to keep you from the truth, the wall to keep out all the hurt, only to keep out all that's worth. All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool, and it's getting old. Punkt 20 Uhr wird man hier vertrieben. Abflug. Die verwinkelten Altstadtgassen featuring Sackgassen sind jetzt schön leer. Wir finden ein kleines Familienrestaurant mit 3 Tischen, Mama kocht hinter einem Raumteiler und es schmeckt vorzüglich. Teil 3 von Margot Modo drehte sich stark um Marokko als beliebten Drehort für Blockbuster und andere Filmproduktionen. Aber auch in Essaouira wurden bekannte Filme gedreht. Orson Welles setzte hier 1952 seine filmische Adaption des Othello-Stoffes um. Ridley Scott rekonstruierte hier 2004 das mittelalterliche Jerusalem für seinen Film Königreich der Himmel. Und John Wick Teil 3 wurde auch teilweise hier gedreht. Und natürlich Game of Thrones. In Staffel 3 war Essaouira Drehort für die berühmte Dracarys-Szene, beziehungsweise diente als Filmset für die Sklavenstadt Astapor. Es ist faszinierend, hier auf der langen Festungsflanierkanonenmauer zu stehen oder auf der Plattform, wo der Sturmtochter die unbefleckten Krieger zum Kauf angeboten wurden. Der kleine Fischereihafen von Essaouira ist auch ohne Kulisse sehr schön anzusehen. Und wenn du nach den schwierigen Kaufverhandlungen deine Eunuchenkrieger endlich hast, dann schnappst du dir den Gevatter Mormont und gehst in der Medina eine Tachine futtern. Und natürlich kommen ein paar Unbefleckte mit. Sicher ist sicher. Die im 18. Jahrhundert angelegte Medina von Essaouira hat für Marokko einen völlig untypischen, weitgehend symmetrischen Grundriss mit geradlinig verlaufenden Straßen und 2 Stadttoren. Haupterwerbszweige der Stadt sind Fischfang und Fremdenverkehr. Bedingt durch sein mildes Winter- bis heißes Sommerklima wird Essaouira vor allem von Touristen aus den marokkanischen Großstädten besucht. Ich kann es nicht länger verheimlichen. Essaouira gefällt mir erneut verdammt gut. Es ist viel entspannter und überschaubarer als Marrakesch, liegt am Meer und hat einfach das gewisse Etwas. Austin Powers würde es Mojo nennen. Alina gefällt die Stadt auch verdammt gut. Die Stadt war mal eine Hippie-Hochburg. Die Rolling Stones und Jimi Hendrix fühlten sich hier auch sauwohl. Kann ich voll verstehen. Da gab es nur keine Touristen, schätze ich. Alina scoutet ein einsames Restaurant abseits der Main Road. Es schmeckt. Und dann lernen wir den Katzen-Jesus von Essaouira kennen. Die Felljünger warten geduldig, aber mir fehlt die Aufnahme des eigentlichen Abendmahls. Schade. Und an der Stadtmauer tanzt Mickey Mouse zu marokkanischer Musik von 2 älteren Herren. Nice. Nein, das Murmeltier grüßt nicht jeden Morgen.
Aber wir haben noch einen Tag für diese Stadt drangehängt. Sie gefällt uns eben. Das Hotelfrühstück hat heute gegen 1 in der Medina abgelust. Wir durchstreifen uns noch unbekannte Gassen der Medina, auch wenn 50% von uns zuweilen den Kopf einziehen müssen. Außerhalb der Medina entdecken wir direkt über dem Meer den christlichen Friedhof der Stadt. Und hey, ich finde mein altes Riad wieder. Der junge spanische Besitzer ist auch noch da und hat ein kühles Bier am Start. Unser letzter fantastischer Sonnenuntergang in Pentos heißt das, gell? Pentos? Und wie wäre es jetzt mit einem Essaouira Goodbye Abendessen? Darf ich mal bestellen und essen? Ich vertrage einfach keinen Fisch. Auch nicht mir gegenüber auf dem Teller. Obwohl der Monk mich vorher gefragt hatte, nee, das ging nicht. Der Magen rumorte in der Nacht, fühlte sich auch am Morgen flau an. Nach dem Frühstück packen wir unsere Sachen zusammen, tragen die Koffer nach und nach zu den Mototos. Mein Kopf brummt etwas. Vielleicht sollte ich doch nicht so aufsteigen und fahren. Ich schlage vor, die Abreise zu verschieben und noch eine Nacht zu bleiben. Während ich ausruhe, könnte Travelmonk doch ein Stück die Küste Richtung Agadir entlang fahren. Und so machen wir es. Dann packe ich mich wieder ins Bett. Ich brauche jetzt wirklich Ruhe. Travelmonk sucht sich eine Strecke zu einem einsamen Strand mit Offroad-Einlagen heraus und schwingt sich auf seine Triumph. Die arme Alina hat eine kontaktlose Fischvergiftung. Ich nehme das ernst und merke jetzt, was ihre Fischphobie anrichten kann. Also künftig nur noch die schuppigen Gesellen im Keller reinpfeifen. Ich werde gen Agadir entsandt. 320 Kilometer sind mir aber zu viel. Daher 45 Kilometer südlich irgendeinen einsamen und entlegenen Strand anfahren. Die Wege auf der Karte sehen sehr nach Nichtstraße und Schottersandweg aus. Der Strand von Iftane ist mein Ziel. Die ersten 15 Kilometer sind noch geteert, dann nicht mehr. Oha, ich habe mich dank Google verfahren, beziehungsweise bin an der Klippe vorbei, wo es runter zum Strand geht. Also zurück. Da unten, das muss Iftane sein. Hier weht ein bösartiger Wind, gleich kullert die 230 Kilogramm Maschine den Hang hinunter. Bullets in the gun, one shot to the head. I
keine Menschenseele zu sehen in der Lost Place-artigen Budenansammlung. Schön einsam, wäre eine Top-Location für ein paar Nächte. Eigentlich wollte ich ja mal den Strand hoch und runter brettern, müsste dann aber selber die Triumph ausbuddeln und Alina will ich jetzt auch nicht so lange allein lassen. Okay, dann halt zurück. Und das, liebe Streamlinge, war Teil 4 von Marokko Moto. Ob die Reisetante jetzt fahrtauglich ist und was wir an der Westküste Marokkos in Khuwailida, in El Jadida, Casablanca und Rabat noch so erleben, das erzählen wir in Teil 5, demnächst auf diesem kleinen Kanal. Und bitte dies nicht vergessen.